Heute soll es um den Zusammenhang von Sexualität und der Neurodermitis gehen. Ich möchte vor allem den Aspekt der Berührung hier in den Vordergrund stellen, die ja auch von frühester Kindheit oder sogar schon in Mutterleib eine wichtige Rolle spielt für die Erfahrung und auch für das sozusagen das Setting, in welchem ein Mensch aufwächst und in welchem Gefühl er die ersten neuronalen Verknüpfungen auch macht. Das heißt, eine Neurodermitis entwickelt sich ja vor allem in der Kindheit und Jugend und dort sollen eigentlich die Kontakte zu anderen Menschen sozusagen der Grundstein gelegt werden. Das heißt, es ist also super wichtig, dass man als Eltern gute Hautkontakte des Kindes ermöglicht, also zu sich, zu den Eltern und aber auch zu anderen, also Geschwistern und Kindern, dass das Thema Hautkontakt auch möglichst als angenehm vermittelt wird und dass es auch angenehme Erfahrungen sind und dass versucht wird, dass nicht die aktuelle Hautsituation zur Vermeidung von Körperkontakt führt. Das ist vor allem auch wichtig, weil später in den sexuellen Kontakten dann auch Scham eine Rolle spielt, dass man sich nicht wohlfühlt in seiner Haut oder in ihrer Haut und dass das dazu führen kann, dass man sich in Partnerschaften gar nicht erst hineinbegibt oder auch in bestehenden Partnerschaften dann ein Rückzug stattfindet. Das wird dazu führen, dass Oxytocin weniger ausgeschüttet wird und ein Mensch insgesamt ist ja ein oxytocinabhängiges Wesen und Oxytocin reguliert auch das Stresssystem und sozusagen da beeinflusst sich dann die Krankheit und die Sexualität gegenseitig, wenn also gute Hautkontakte stattfinden, wenn gute Berührungen stattfinden, wenn Oxytocin ausgeschüttet wird, sinkt der Blutdruck, sinkt die Herzfrequenz, sinkt das Stresslevel, auch die Noradrenalinachse im Gehirn wird dadurch runterreguliert. Angst wird reduziert, die Amygdala, also so ein kleines Zentrum im Gehirn, wird auch beruhigt, sodass also insgesamt der Mensch, der in einer guten Berührung erlebt, weniger im Stress ist. Und weniger Stress bedeutet aber auch eine bessere Haut. Also da lohnt es sich, auch aus der Erfahrung, sozusagen die Paarbeziehung und auch alle sozialen Beziehungen, alle Hautbeziehungen so zu regulieren, dass sie als angenehm erlebt werden, dass sie überhaupt stattfinden, auch um die Krankheit positiv zu beeinflussen. Für andere Krankheiten gibt es da auch schon wissenschaftliche Daten, dass wenn man die Paarbeziehung oder den Hautkontakt verbessert, dann die Sterblichkeit niedriger ist. Also man lebt länger, je bessere soziale Kontakte und besseren Hautkontakt man hat. Und man geht davon aus, dass es eben in den Systemen der Stressregulation, des Blutdrucks, des Pulses und auch auf immunologischer Ebene stattfindet. Immunologisch im Sinne von Abwehr, dass das körpereigene Abwehrsystem besser funktioniert und weniger Fehlschläge, weniger Autoimmunprobleme auch macht, wenn das Oxytocin-System oder wenn eine gute soziale Bindung da ist. Das Dopaminsystem, also Belohnungssystem, spielt ja auch eine große Rolle, was dazu führt, sozusagen, dass man eigentlich, wenn man gute Erfahrungen macht, diese gute Erfahrung immer wieder machen möchte, in guten Kreislauf, aber wenn man schlechte Erfahrungen macht oder Scham oder sich irgendwie unwohl fühlt in seiner Haut, das auch dazu führt, dass man Sachen vermeidet, also Körperkontakte vermeidet, um eine negative Erfahrung aus dem Weg zu gehen. Genau, also die actionable Insight heute, dass gute positiv erlebte sexuelle oder körperliche Kontakte auch einen positiven Einfluss auf das Hauterscheinungsbild, auf den Juckreiz, auf das Nässen haben können. Schon von früher Kindheit an oder auch sogar schon im Mutterleib sozusagen die Hülle, das ein wichtiger begrenzender Faktor ist, der für diese Entwicklung von Psyche und Haut auch sehr wichtig ist. Also Hautkontakt positiv gestalten.